Ein paar Tests zuvor haben wir für euch schon den GA Cross getestet und präsentiert. Und jetzt haben wir hier die LW-Variante in 6,7 Quadratmeter und 7,2 für euch. Auch als 3-Strutter, so wie man es von zum Beispiel F1 als CWC-Variante kennt. Und das Ganze geht jetzt mal hier ins Detail. Schauen wir auf die ganzen Ausstattungsdetails wie die Frontschlaufe. So ist das hier gleich gehalten gegenüber dem Cross und da gibt es keine Überraschung. Ebenso gleich designt sind die Griffe natürlich. Wir haben an der vorderen Hand eine längere Griffstange und an der hinteren Hand eine etwas kürzere. Dabei ist die Mittelstrut recht stark abgeknickt, sodass beide Griffe physiognomisch günstig dem Fahrer oder der Fahrerin zugewendet sind. In der Größe 7,2 besitzt der GA Cross LW ein mittleres bis tiefes Profil. Das wird hier mit einem ganz kleinen Infill-Panel abgestützt, was vorne und hinten ebenfalls noch geöffnet ist. Bei diesen sehr großen Wings zeigen wir auch nochmal die Handleash. Das ist natürlich entscheidend, ob die lang genug ist, dass man den Wing wenden kann. Das ist hier der Fall. Das ist genau auf das Maß so ausgerichtet, dass im ausgedehnten Zustand ein Drehen des Wings möglich ist. Ein hochfestes Dackhorn wird auch hier weiterhin für die Fronttube und die Mittelstrut verwendet. Für das Flugtuch gibt es ein Triple Ripstop Material. Damit in der Abrisskante die maximale Zuglast aufgenommen werden kann, haben wir hier ein noch spezielleres und noch steiferes Tuchmaterial. Kevlargewebe schützt halt die wesentlichen Stellen, die aufschlagen oder scheuern können. Be- und entlüftet wird mit zwei separaten SUP-Ventilen, eins in der Fronttube und eins in der Mittelstrut. Dazu gibt es aber auch noch ein One-Pump-System, was ohne Klemme ausgestattet ist, damit hier ein schnelles Be- und Entlüften stattfinden kann. Auch in dieser Größe ist die Tuchstraffung wirklich absolut 1A. Die Mittelstrut ist mit 2 Nähten am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Auch hier stellen wir fest, dass die Verarbeitungsqualität bei GA wirklich extrem zugenommen hat und sich hier mittlerweile auf dem absoluten Top-Level befindet. Wer den Foilsport oder besser gesagt den Wingfoil-Sport aufmerksam verfolgt, auch in den Social Media Bereichen, der wird auch festgestellt haben, dass ab wann kommt man denn eigentlich aufs Wasser? Eindrucksvoll durch Herrn Balz-Müller, seines Namens Radikulo, vorgeführt wurde, dass man dafür gar keinen Wind braucht und dass man einfach durch ein Aufschaukeln eines Verdrängerrumpfboards schafft, einfach direkt auf den Flügel zu pumpen aus dem Stand. Dementsprechend haben wir uns halt beim Leichtwind jetzt wirklich darauf konzentriert, auch mit solchen modernen Boards und auch normalen konventionellen, das Ganze so ab 5 Knoten zu testen, wie effizient halt ist das Ganze, wie früh komme ich da aufs Wasser, wie ist das Handling von dem Wing. Das sind die entscheidenden Punkte, um die es hier in dem Test geht. Bei solchen Bedingungen, gerade auch im Binnenbereich, kommt es natürlich häufiger vor, dass man mal gar keinen Wind hat, also hier 2 bis 3 Knoten. Da kann man sich halt mit dem 7.2er im Speziellen sogar in Verdrängerfahrt halt mit dem Tipp ganz gut auf der Wasseroberfläche abstützen und man hat aber trotzdem schon einen leicht empfundenen Zug im Wing, also man merkt, wie die Strömung halt schon gerne anliegen möchte an dem Wing. Aber dafür wird halt nochmal so 2-3 Knoten halt mehr dementsprechend benötigt. Bordvolumen halt hier wie gesehen 110 Liter als konventionelles Brett. Reicht aus bei 80-85 Kilo bei 7 bis 8 Knoten. Wenn man halt sehr talentiert ist, 70 Kilo wiegt halt, kann man das Ganze mit dem 7.2er halt auch auf 5 Knoten drücken. Beide von uns getesteten Größen sind vom Handling kurioserweise wirklich gar nicht großartig unterschiedlich. Das Mehr an Zug beim 7.2er stabilisiert den Wing, sodass er halt wirklich auch leichter von der Handhabung ist, wo der 6.7er ein klein bisschen mehr geführt werden muss,
gerade wenn man etwas schwerer ist. Dementsprechend ist unsere Empfehlung auch ganz klar für die leichteren Personen, 60 bis 80 Kilo, den 6,7er als LW zu nehmen und für Personen zwischen 75 und 100 Kilo plus eignet sich hier die 7,2er Größe optimal und da gibt es auch die beste Leistung. Einmal angeströmt hält der GA Cross LW wirklich ganz phänomenal seine Strömung. Es ist ein absolut ruhiger Wing, der sich sehr schön selber trägt, der keinerlei Führung mehr benötigt, sondern sich einfach auch durch die Anströmung richtig anstellt. Man kriegt hier optimale Leistung auf dem Anbindkurs. Man hat eine gute Geschwindigkeit. Klar, so ein Leichtwind-Wing ist jetzt keine Speedmaschine. Auch der 6,7er ist jetzt kein super schneller Wing. Beide sind von der Geschwindigkeit gut und wirklich sehr, sehr einfach zu fliegen. Beim Manöverhandling, da scheiden sich natürlich in der Regel bei den LW-Wings die Geister. Macht das noch Spaß? Ist das noch angenehm vom Handling? Hier bei dem 7,2er, der sich selbstständig sehr, sehr schön gut trägt und der toll ausbalanciert ist von Tip zu Tip und auch von Anströmkante zu Abströmkante, ist das Manöverhandling wirklich für solch eine Größe leicht zu nennen. 6,7 Quadratmeter, da gibt es halt kleine Abstriche, weil man ihn halt gerade in manchen Bereichen halt ein bisschen mehr führen muss. Nicht, dass er schlechter ausbalanciert ist, aber irgendwie trägt sich diese Größe halt nicht ganz so gut von alleine. Auch nicht bei mehr Wind. Zudem haben wir festgestellt halt, ist, dass der 6,7er bei uns im Test halt dann an der Trailing Edge bei sehr viel Wind halt auch ein kleines bisschen geflattert hat, was der 7,2er überhaupt nicht hatte. Und diese Geschichte ist nicht unbedingt verwunderlich. Wir hatten das Ganze im letzten Jahr auch beim F1 CWC, wo halt 6 und 8 Quadratmeter im Test waren und 6 Quadratmeter war halt auch mit einer doch recht losen Abrisskante versehen, die auch immer geflattert hat, die dann erst bei viel Wind, also bei hoher Geschwindigkeit, dann Spannung erzeugt hat und dann auch halt bei den Fahrleistungen sich halt positiv ausgewirkt hat. Diesen Effekt haben wir ebenfalls hier beim Unterschied beim GA Cross LW festgestellt. Kommen wir noch ganz kurz zum Setup. Wir haben hier den GA Cross LW in Kombination mit einem Cabrina Swift in 100 Litern oder einem Nash Hover Ultra Carbon in 112 Liter getestet und in beiden Fällen war darunter ein Flügel von Core, der Spektrum in 2150. Das ist unser Referenzflügel für Leichtwind. Der wird auch alle anderen Tests hier, die ihr noch in den nächsten Tagen zu sehen bekommt, begleiten. In dieser Kombination hat GA geschafft halt wirklich einen absolut hervorragenden Leichtwind-Wing, der sich wunderschön selber trägt, ein richtig gutes Handling hat für so eine Größe und auch eine wahnsinnig schöne und gute Anströmung mit einem gleichmäßigen Vortrieb. Das ist das, was letztendlich halt jeder will. Einfach bei wenig Wind übers Wasser gleiten. Hier klar eine kleine leichte Pumpunterstützung. Es ist aber auch wirklich, wie ihr seht, eigentlich an sich fast gar kein Wind. 6,7 Quadratmeter hat uns in dem Moment überzeugt, halt, je mehr Wind wurde dementsprechend, also das haben wir auch probiert ab 6, 7 Knoten, aber da ging es eigentlich erst so ab 8, bei 8, 9 Knoten bei unserem Gewicht richtig gut los und da hat der Wing überzeugt halt, dass er nach oben hinaus gut und lange zu kontrollieren ist, also es ging bis ansatzweise 20 Knoten, hat das Ganze halt noch richtig Sinn gemacht halt und damit auch eine schöne Bandbreite präsentiert. Die Materialien, aus denen der GA Cross jetzt gefertigt ist in diesem Jahr, die sind absolut astrein. Das findet man auch in allen anderen High-End-Produkten.
Und das hat zum Glück einen nicht exorbitanten Preis zur Folge. Hier schlagen 7,2 Quadratmeter mit 1.399 € zu Buche, was angesichts eines 3-Strut-Wings mit der Verarbeitung und den Materialien im Vergleich ein wirklich fairer Preis ist. Abschließend möchten wir feststellen, uns hat dieser Wing auch im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern in diesem Jahr wirklich sehr gut gefallen.